Nicht so viel gefilmt, aber wir haben dann... Oh, hinter mir findet eine Hochzeit statt, das habe ich ja jetzt erst gecheckt, ups. So Leute, Video 3 ist auch endlich da. Es war jetzt ein bisschen her seit dem letzten, muss ich ja zugeben. Aber das heißt nicht, dass nichts passiert ist. Ja, eine kurze Zusammenfassung, ja, was so die letzten 2-3 Wochen bei mir passiert sind. Eine der ersten Sachen, was ich gemacht habe, war ein Ausflug. Yeah, so viel Abwechslung zu den letzten Videos. Aber diesmal war es in der Gruppe mal als Unterschied. Deswegen habe ich auch nicht so viel gefilmt. Aber wir haben dann... Oh, hinter mir findet eine Hochzeit statt. Das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Ups. Egal, dann bleiben die halt drauf. Ich habe einen Ausflug nach Manly gemacht, hieß es. Das war im Norden von Sydney. Hier gibt es dazu erstmal ein paar Eindrücke. Das war das erste Mal, wo ich auf der anderen Seite der Brücke war und es hat sich halt echt absolut gelohnt, das hier alles so ein bisschen genauer anzuschauen. Wir sind da satte 9 Kilometer gelaufen, also ich habe jedenfalls am Abend gut geschlafen, aber das hat sich alles gelohnt. Also das war wirklich super schön, die Strände waren wunderschön, ganz viel Natur, Hammer-Aussichten und Manly, unser Zielgebiet, war auch schön. Ich glaube, da wohnen auch ganz schön reiche Menschen, muss ich auch sagen. Dieses Bild hier gefällt mir vor allem sehr gut mit den Regenbogen in der Mitte und seht ihr das Bereich da rechts mit dem auffälligen großen gelben Kreis? Vielleicht könnt ihr euch an den letzten Video erinnern, aber das war da, wo dieser Leuchtturm war. Da stand ich auch und ich habe auch drüben zum Norden von Sydney gezeigt und habe ja gesagt, ich habe ja keine Ahnung, was da ist. Ja, jetzt weiß ich es ein bisschen besser. Ach ja, und den Kollegen haben wir auch gesehen. Der war auch ganz cool. Einer der sympathischeren Reptilien in diesem Land. Um zurückzukommen, sind wir dann mit der ÖPNV-Fähre gefahren. Das war das erste Mal, wo ich mit die Fähre gefahren bin und muss schon sagen, das war ein Erlebnis an sich. Also, das war erstmal ganz schön schnell. Das hatte einen ziemlich ordentlichen Zug drauf gehabt, aber die Aussichten waren echt schön. Man sieht auch hier ein paar gleich von der Stadt, aber leider auf Hochkant, weil ich natürlich da wieder vergessen habe, quer zu filmen. Aber die Aussichten waren so schön, ich dachte, ich lasse das jetzt einfach mal trotzdem drin. Ja, dann war ich auf eine Bootsparty eingeladen worden mit ganz vielen anderen Austauschstudenten. Das war auch ein sehr, sehr wilder Abend. Das war ziemlich nice. Hier gibt es jetzt auch ein paar Videos dazu. Ich habe von dem Abend jetzt leider nicht so viel, aber ich muss tatsächlich sagen, das war jetzt schon eine der Highlights von dem ganzen Auslandssemester, weil einfach da in diesem Boot so durch die Harbour einfach segeln für 3 Stunden lang und dabei einfach so eine fette Party auch drin haben, das war schon ziemlich nice, muss ich sagen. Also man sieht zwar nicht so viel, aber der Tag hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das nächste, was es noch gab, war der Wiesenanstich. Natürlich musste ich auch in Sydney dabei sein. Ja, das war ein sehr besonderer Abend, muss ich zugeben. Wir waren bei so einem deutschen Restaurant, die haben tatsächlich da so eine kleine Wiesenparty gehabt. Ja, ich lass einfach, also ich hatte nicht vor, ehrlich gesagt, das zu filmen oder Teil vom Vlog zu machen, weil ich dachte, es wäre einfach so ein lustiger Abend, aber ich dachte jetzt nicht, dass es vlogwürdig wäre. Dementsprechend habe ich jetzt leider nur ein paar Hochkant-Videos wieder gemacht, weil die haben so gemacht habe, aber die wollte ich auch nicht vorenthalten. Ich lasse einfach die Bilder beschreiben, wie das war. Wenn ihr übrigens gerade denkt, dass das zweite Video schon ein bisschen verrückt genug war, 5 Sekunden später habe ich leider nicht mehr gefilmt, ist noch verrückter geworden, weil dieser Tisch, wo der Fass drauf stand, ist einfach zusammengeklappt. Und dann ist das ganze Bier einfach überall gesprüht worden. Wir haben so nach Bier gestunken danach. Das war, ja, deswegen, das war ein sehr besonderer Abend, ein sehr besondere Wiesen, aber die muss zugeben, die haben sich schon Mühe gegeben. Es war schon eigentlich ganz nice, es war schon ganz witzig, mal das mal hier so mitzubekommen.
Ja, dann war ja auch bei noch ein Ausflug dabei, aber der war wirklich, das war der beste Ausflug bisher. Wir waren bei Palm Beach, das war so eine Stunde nördlich von Sydney. Wir hatten einen super schönen Tag erwischt, es hat alle Tage davor und alle Tage danach ziemlich hart geregnet. Der Tag war wirklich, aber wunderbares Wetter und der Ausflug war der Hammer. Also deswegen, das musste ich zeigen. Ja, Palm Beach. Wie gesagt, bisschen mehr als eine Stunde weg von Sydney, aber gefühlt waren wir da schon in der Karibik. Ein ewig langer Strand, wo auch gar nicht mal so viel los war, vor allem unter dem Aspekt, dass es ein Sonntag war, wo wir hingefahren sind. Und es lief parallel auch ein Flohmarkt, der anscheinend nur einmal monatlich ist. Also ja, wir hatten echt Glück an dem Tag. Zudem gab es auch ein kleiner, aber feiner Wanderweg, wo wir dann hochgelaufen sind. Das habt ihr jetzt da gerade gesehen. Und ja, da hatte man natürlich richtig tolle Bilder. Ich glaube, das sieht man jetzt auch nochmal gleich. Ja, da ist es nochmal. Ja, das sah auch richtig toll da oben aus. Der Weg war auch ziemlich schön. Auf dem Wanderweg ist aber leider eine kleine Tragödie passiert. Ich musste mich von meiner roten kurzen Hose verabschieden. Ich habe versucht, einen Felsen hochzuklettern, um cool zu wirken, habe dabei genau das Gegenteil erreicht und meine kurze Hose hat davon gelitten. Mach's gut, mein zerrissener Freund. Und die botanischen Gärten, für die letztes Video aufgepasst haben, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da war ich ein bisschen später. Ich sitze tatsächlich jetzt gerade wieder dort, aber ich habe vor ein paar Tagen das noch ein bisschen genauer angeguckt und da wollte ich auch so ein paar Videos zeigen, weil jetzt, wo ich noch ein bisschen tiefer rein war, das war auch ziemlich schön, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, so viel zur Zusammenfassung der letzten Wochen und jetzt leite ich weiter an Vergangenheitsserie mit einem richtig coolen Effekt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist knapp nach 9 Uhr, also wirklich ein bisschen früh, aber ich mache mich gerade auf den Weg zur Stadt, denn heute mache ich so einen kleinen Mini-Ausflug, könnte man sagen. Das wird ein bisschen anders, als was ich bisher gemacht habe, aber das wird sehr cool. Ich freue mich drauf. Aber ja, ich bin gerade beim Bahnhof. Steigt erstmal gleich ein und dann gucken wir weiter. So, da ist mein Ausflugsziel. Genau da. Da waren wir jetzt schon ein paar Mal, also ich habe es zumindest angeguckt, aber heute ist der Unterschied, dass ich tatsächlich bald genau da oben stehen werde. Das wird super geil, da freue ich mich echt drauf. Vor allem das Wetter ist wirklich in Ordnung, weil gestern hat es gesagt, ja, es soll den ganzen Tag regnen. Es wäre trotzdem stattgefunden, aber es wäre nicht so geil. Aber ja, jetzt scheint es zu passen. So, das war's dann auch. 3 Stunden war ich jetzt gerade oben auf die Harbour Bridge. Ich habe mich jetzt wieder zu meinem Lieblingsort hier wieder hingesetzt. Wenn ich so alleine in Sydney bin, muss ich zugeben, also wenn ich alleine in der Stadt bin, dann bin ich schon sehr gerne an diesem Ort. Also einfach den Anblick hier, der ist immer wieder gut, da werde ich nicht müde von. Naja, auf jeden Fall Harbour Bridge war der Wahnsinn. Also das war so geil da hochzukommen. Wir hatten halt so eine Stunde Sicherheitseinweisung. Und dann waren wir 2 Stunden wirklich oben. Wir sind halt auf die Brücke so hochgeklettert und dann wieder runter. Und wir hatten so keine Mini-Führung, also wir hatten so Headsets und dann konnten wir so ein bisschen was anhören, so ein bisschen über die Brücke und so ein bisschen über Sydney allgemein. Und man hat wirklich alles gesehen. Also man hat wirklich alles gesehen. Man hat wirklich bis wo die Stadt endet gesehen. Man konnte schon fast München sehen. Also das war schon wirklich cool da oben zu sein. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich durfte keine Videos und keine Fotos machen, was schade war, aber ich konnte es halt am Ende doch verstehen, weil wir waren halt so ein bisschen über die Straße und wenn da was runtergefahren wäre, hätten halt die Autos das gemerkt. Aber die haben tatsächlich Fotos und Videos gemacht, das fand ich schon mal sehr cool und im Folgenden seht ihr jetzt auch ein paar von denen. Vor allem achtet mal drauf, wie der Liam seine blaue Kappe hier nicht richtig anziehen konnte. Viel Spaß!
Ausflug zu den Blue Mountains. Ein unfassbar schöner Nationalpark, nicht so weit weg von Sydney. Wir sind da mit 2 Stunden mit Zug gefahren. Also ging ziemlich klar. Und ja, also das waren wirklich wunderschöne Ausblicke. Habe auch viel Sport gemacht an dem Tag. Wir haben 26.000 Schritte hingelegt. Davon waren 1.600 Treppenstufen, weil wir sind da ins Tal gegangen. Waren 800 Stufen nach unten, 800 Stufen wieder hoch. Das war ziemlich anstrengend, aber es hat sich alles gelohnt. War sehr, sehr schön. Ja, das war's dann auch erstmal soweit mit dem Video. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und übrigens auch vielen, vielen Dank fürs Anschauen von den ersten 2 Videos. Also, ich habe vorhin noch mal kurz reingeschaut und es hat mich extrem überrascht. Beide Videos sind ja schon fast bei einer 3-stelligen Anzahl an Aufrufen. Habe ich damit wirklich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe vor allem die Videos oder den Link zu den Videos vielleicht mit so, keine Ahnung, Pi mal Daumen 20, 25 Menschen geteilt. Und ja, es hat fast mehr als 3-mal so viel. Also ja, das ist wirklich crazy, aber ich freue mich wirklich sehr drauf. Also ich habe mir eigentlich schon davor gesagt, so Aufrufe sind mir jetzt an sich nicht so wichtig, weil ich würde es weitermachen. Ist an sich auch so, aber wenn man doch diese Zahl sieht, dann freut man sich schon, ist natürlich schon motivierter, ein bisschen daran weiterzumachen. Auf die nächsten Wochen freue ich mich ehrlich gesagt sehr. Ich glaube, da wird es auch recht viel, was ich jetzt hier in den Vlogs einbauen kann. Ich habe 2 Gäste, die mich besuchen, die jetzt auch zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Mit den 2 Verrückten werde ich auch einiges in Ausflügen machen. Ich werde auch da ein bisschen vermehrt auch außerhalb von Sydney da was machen. Dementsprechend, das wird, denke ich, cool. Ich denke, es wird jetzt auch noch wiederum ein paar mehr Videos kommen in den nächsten Wochen. November gibt es vielleicht wieder eine Flaute, weil dann habe ich so meine Prüfungsphase, aber Dezember wird dann wieder ziemlich viel wahrscheinlich kommen, weil ich da ja natürlich meine Reise anfange hier so. Ich weiß noch nicht mal wo, ehrlich gesagt, aber ich werde auf jeden Fall reisen gehen, also es wird mal was geben, genau. Ja, dementsprechend einen schönen Tag, Abend, Wochenende, Woche, je nachdem, wann ihr das jetzt anguckt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, bye!